Herzlich willkommen zu Weekly Update. A very warm welcome to this edition of the Weekly Update. Und das ist diesmal live aus London. And this time we are live in London. Hinter uns ist Westminster Behind us you can see Westminster. und wir sind hier auf einer Demonstration gegen Antisemitismus. And we are here at a rally against anti-Semitism. Auf meiner Seite ist hier Mike McNally, der Direktor von Marsch des Lebens UK. With me is Mike McNally, the National Director for the March of Life in the UK. Und ich zeige euch hier mal eben Together Against Antisemitism And let me show you this poster. It says together against anti-Semitism und Solidarität mit den britischen Juden. and solidarity with the British Jews. Und wir hatten gestern ein Gespräch And yesterday we were talking to someone. und wir hörten, wie dringend jetzt gerade die Situation ist und wie wichtig diese Demonstration ist. And we heard the urgency of the situation here in Britain right now and how important this rally is. In einer Woche gibt es die Wahlen In this week, they will have the elections here. und es geht natürlich auch um Jeremy Corbyn And of course, it's about Jeremy Corbyn also. und zwar sein Antisemitismus. His anti-Semitism. Und das heißt, wenn er gewählt wird, And when he is elected, dann heißt das, dass Antisemitismus sehr, sehr stark sich ausbreiten wird in England. that means that anti-Semitism will spread terribly in England, in Great Britain. Und Mike, möchte ich fragen einfach, And Mike, I would just like to ask, weil viele denken, dass das übertrieben ist. because so many people think, oh, that's just exaggerating. Und dass hier diese Demonstration ist, And the fact that this demonstration is taking place right here, das heißt, das muss ein ganz großer Druck so sein. it means there has to be great pressure, right? Yes. Yes, there's great pressure here to make a stand against anti-Semitism, especially here in London, where we have a government, a battle for government in this nation that is for the first time really about anti-Semitism. It is really about choice between anti-Semitism and the norm. Also es besteht hier wirklich ein großer Druck, aufstehen zu müssen gegen Antisemitismus, weil wir gerade jetzt vor einem Zeitpunkt stehen, wo Antisemitismus direkt in die Regierung hineinkommen kann. Und deswegen sind diese Wahlen so wichtig. Und es ist so wichtig, wirklich aufzustehen und hinzustehen. Viele denken ja, das wäre übertrieben, wenn Jeremy Corbyn gewählt wird und die Labour Party, dass da so stark Antisemitismus ist. Ist das übertrieben? And many people think, oh, that's just exaggerating. You know, if Jeremy Corbyn gets voted in, anti-Semitism will explode. Is that an exaggeration? No, I don't think so, because from what we hear from our Jewish communities, like they're saying that they are going to leave London and maybe even the UK with a man like this in power. Also ich glaube nicht, dass das übertrieben ist, weil wir hören das von vielen unserer jüdischen Freunde, von der jüdischen Gemeinschaft, dass sie sogar den Gedanken mit sich tragen, Großbritannien zu verlassen, wenn er gewählt wird. Because the hiddenness of anti-Semitism, if it enters into our government, then it can take over. Weil wenn dieser verborgene Antisemitismus es schafft, in unsere Regierung hineinzukommen, dann können sie jederzeit das Ganze übernehmen. That would be a terrible thing for Great Britain. Und das wäre ein Und die schrecklicher UK. Zustand für Großbritannien, für das Vereinigte Königreich. Jetzt hat es ja sogar vor einer Woche oder 2 Wochen von dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinschaft in der ganzen UK hat es einen Artikel gegeben, dass er gewarnt hat, die Labour Party zu wählen. Ist das so? So just 1 or 2 weeks ago, Chief Rabbi Mervis, he wrote an article actually warning of voting for Corbyn. Is that right? Yes, that's correct. He did warn that if the people would vote for this man, that most of the Jews would probably leave the UK. Ja, das ist richtig. Er hat einen Artikel geschrieben, in dem er gewarnt hat, dass wenn Jeremy Corbyn an die Macht kommt, dass vermutlich die Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien das Land verlassen würde. Ja, gestern haben wir mit jemandem gesprochen, der zum Vorstand der jüdischen Gemeinschaft hier in der UK. So yesterday we were talking to someone who is part of the leadership council for the Jewish community right here in the UK. Und er sagt, es muss viel, viel kommen, wenn von uns demonstriert wird und wenn wir wirklich unsere Stimme erheben. And he says, well, actually, there's a lot that has to happen before we actually take to the street and raise our voices like this. Und wir haben gedacht, wir als Marsch des Lebens, wir wollen hier sein, einfach auch um unsere Solidarität dazu einfach Ausdruck zu geben. And so I thought, we as the March of Life, we want to be here to express our solidarity. So, unser Motto von Marsch des Lebens heißt United to be a light. So our motto as March of Light is united to be a light. Aber wir sollten rechtzeitig aufstehen dazu. But we actually need to take a stand in time. Und deswegen sind wir hier in England. And that's why we're here in England. Was passiert mit dem Marsch des Lebens hier, Mike, hier in UK?
So what is happening with the March of Life here in England, Mike? Tell us about Well, the UK. for the last 2 days we have been travelling through Wales, also into England, and we're now heading today to Bournemouth, and we are spreading the message about the March of Life. And we are talking to Jewish communities, we are talking to Christian communities, and we are just asking them what kind of stand can they make against anti-Semitism in this nation. Also was hier gerade passiert, ist, dass wir mit dem Marsch des Lebens unterwegs sind. Die letzten Tage waren wir in Wales, wir sind jetzt hier in England, heute Abend fahren wir nach Bournemouth und wir erzählen vom Marsch des Lebens, wir ermutigen Leute, wir treffen uns mit Christen, wir treffen uns mit Juden und wir ermutigen sie, was können sie tun, um aufzustehen, wirklich ihre Stimme zu erheben. And we're very excited that if we can get marches of life in every city and every nation, but also every city in the UK, we will see that the people are standing with the Jewish communities in public, saying we do not accept anti-Semitism in our country. Und was wir sehen, ist, dass wir sind wirklich sehr ermutigt, weil Leute bereit sind, aufzustehen. Und wir sind sehr stark daran zu arbeiten, sagen, was kann passieren, wenn wir unsere Stimme erheben, wenn wir öffentlich sind, wenn wir auf die Straße gehen, um unsere Stimme zu erheben. And we're so grateful about this March of Life, birthed in Germany, that is now going all over the world. Und wir sind so dankbar für den Marsch des Lebens, der aus Deutschland kommt, dort geboren wurde und inzwischen in der ganzen Welt sichtbar ist. Und deswegen wollen wir sehen, wie in jeder Stadt, in jedem Land, eben auch hier im Vereinten Königreich, diese Märsche And we're stattfinden. excited to see it in every city in the UK next year and the year after. Und wir sind so begeistert zu sehen, dass wir es in jeder Stadt, auch hier im Vereinten Königreich sehen werden, dieses Jahr, nächstes Jahr und in den folgenden Jahren. Vielen Dank, Mike. Thank you so much, Und ich Mike. denke, es soll jeder wissen, der dieses Weekly Update sieht. And I think every one of you is to know, those of you who are watching this weekly Wir müssen update, rechtzeitig unsere Stimme erheben. we need to raise our voices in time. Und deswegen sind wir hier. And that's why we're Deswegen here. mobilisieren wir für Marsch des Lebens. And that's why we are mobilizing for Marches of Life. Und deswegen sind wir in Freundschaft mit Israel verbunden. And that's why we stand in friendship with Israel. So, also lasst uns nicht schweigen, So let's not be silent, sondern lasst uns einfach zusammen gegen Antisemitismus stehen. but let's stand together against anti-Semitism. Und zwar in Solidarität mit den Juden in England. In solidarity with the British Jews. Und lasst uns schauen, dass es in allen anderen Nationen ebenso passiert. And let's see to it that this will happen in every other nation as well. Herzliche Grüße hier aus London. So best regards from London. Wir sind dankbar, mit euch zusammen zu sein hier. I'm so grateful to be able to stand together with you Bis zum here. nächsten Mal. See you again next time.